Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute solche Beschriftungsschilder herstellen. Und zwar für so ein Sortiersystem. Das hier ist von der Firma Mars, nennt sich Werkstattmagazin, meine ich, aber ist ja dasselbe. Wir machen das Ganze aus so einem Gravurplastik. Das ist jetzt rot auf weiß. Ich hätte zwar lieber schwarz auf weiß gehabt, aber habe ich jetzt nicht da gehabt. Es ist 1,2 mm stark, flexibel und lässt sich super verarbeiten. Ich muss dazu sagen, ich wollte das Ganze aus Aluminium machen und habe mir dafür solche 1 mm starken Bleche bestellt. Und das Problem ist, die lassen sich nicht zersparen. Die meisten Aluminiumbleche, besonders wenn sie lackiert oder eloxiert sind, bestehen aus AlMg1. Und diese Legierung lässt sich einfach nicht zersparen. Nur mit viel Luft, einem sehr guten Fräser und viel Kühlmittel habe ich es einigermaßen gut hinbekommen. Aber es macht keinen Spaß. Es macht wirklich keinen Spaß. Und deswegen machen wir das jetzt aus diesem Plastik. Und wie das gemacht wird, zeige ich euch. Ja, wir starten jetzt mit der Konstruktion, wie wir es schon kennen. Mit einer Skizze natürlich. Ein Rechteck aufgezogen, 200, 295, klassisch DIN A4. Und das Ganze extrudiert auf 1,2 mm, denn so stark ist mein Plastikstück. Als nächstes eine zweite Skizze. Und da habe ich natürlich nur ein Schild bemaßt. Hier kann man mal die ganzen Daten sehen. Ich habe mir hier so Hilfslinien eingezeichnet. Hätte ich eigentlich auch gestrichelt machen können. Um einfach, hier ist ja die Tasche, wo das Schild hebt. Und da wollte ich mit meiner Schrift nicht in die Tasche fahren. Und deswegen habe ich mir das so gezeichnet. Ja, hier noch so einen Radius reingemacht. Aber ich denke, das könnt ihr einfach so übernehmen. Eine Mittellinie, horizontal, vertikal. Dann habe ich meinen Text eingefügt. Und was mich ein bisschen ärgert, ist immer dieser Abstand hier. Ich verstehe einfach nicht, wieso diese Außenlinie von der Schrift nicht direkt auf dem Buchstabe liegt. Ich finde das echt nervig. Deswegen kann ich in der Vertikalen das leider nicht fixieren und muss das immer so per Augenmaß ausrichten. Sau nervig. In der Horizontalen geht's, da habe ich mal diese Konstruktionslinie gezeichnet und habe es dann fangen lassen mit dieser Gesamtsenkrechten. Ja, und jetzt ist es schön fixiert, das heißt, es richtet sich immer selber aus. Leider nur horizontal und dann schiebe ich es so in die Mitte. Hier kann man sehen U-Scheibe, M650, 40 und so weiter. Die ganzen M16er hier sind natürlich Platzhalter. Ja, dann habe ich die Kontur ausgewählt, mit diesem Vorhängeschloss fixiert, markiert und dann mit dieser Funktion rechteckige Anordnung das 7-mal in der horizontalen und 9-mal in die Vertikale. Dupliziert, wie soll man es nennen, dupliziert, angeordnet, ja, gespiegelt. Und so sieht das Ganze aus. Die Fertigung. Irgendwas stört im Werkzeugweg veraltet, ja, okay. Da benutze ich einen 15 Grad Einschneider Gravierstichel. Hier die Schnittdaten, das hat meine Excel-Liste ausgespuckt und die sind perfekt. Ich bin wirklich zufrieden, also nicht nur zufrieden, ich bin sogar begeistert von diesen Schnittdaten. Das hat mir Excel so 1:1 ausgespuckt und da habe ich nichts verändert. Das gefällt mir sehr gut. Als Geometrie habe ich natürlich die Schrift ausgewählt. Als Endhöhe sage ich 0,2 mm. Durchgänge habe ich nichts gemacht und hier auch nichts. Jetzt rödelt er wieder ein bisschen. Als nächstes die 2D-Kontur. Das mache ich mit dem gleichen Werkzeug, weil ich das Werkzeug nicht umspannen wollte. Und wieder die Schnittdaten aus meiner Excel-Liste. Habe ich wie gesagt 1:1 übernommen. Die Geometrie, ich habe natürlich die Außenkontur gewählt. Natürlich nicht diese Linie hier. Sonst könnte ja die Tasche das Schild nicht halten. Als Endhöhe sage ich 1,4 mm, also 0,2 mm fahre ich in die Opferplatte. Durchgänge sage ich nur hier den Glättungsfilter
Und hier die Ausfahrt. Achso, Entschuldigung, und die Materialeinfahrt. Das habe ich noch ausgewählt. Dann bestätigt man das Ganze. Und jetzt simulieren wir es mal. Und so sieht das Ganze aus. Gibt mal ein bisschen Gas. So graviert das. Als nächstes die Kontur. Und so schneidet er es mir aus. Perfekt. Und das geben wir jetzt in die Maschine.